Liebe Freunde und liebe Geschwister im Glauben, willkommen zurück. Wie schön, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt. Wie bereits in anderen Videos angekündigt, wollen wir heute auf 3 besondere Gründe eingehen, warum ein bestimmter Menschenschlag selbst bei überzeugenden Argumenten niemals die Organisation der Zeugen Jehovas verlassen würde. Die Rede ist von Motivationen, die das Ego streicheln. Wenn du die ersten beiden Videos noch nicht gesehen hast, dann empfehle ich dir, diese ebenfalls zu schauen. Du findest sie in der Playlist Aufklärung über die Zeugen Jehovas. Wir verlinken sie aber auch oben und im Abspann. Fangen wir gleich an. Grund 1. Die soziale Anerkennung. Ob im Job, Freundeskreis oder der eigenen Familie. Viele Menschen fühlen sich ungesehen und sind der Meinung, dass keiner ihre Talente und Bemühungen wirklich wahrnimmt. Wenn man nach den theokratischen und sozialen Regeln der Zeugen Jehovas spielt, kann man sich in der Versammlung jene ersehnte Anerkennung regelrecht verdienen, auch wenn das aktive Zeugen Jehovas so niemals sagen würden. Aber schauen wir uns einmal an, was wir damit meinen. Als neuer ungetaufter Verkündiger oder frisch getaufter Zeuge Jehovas ist Lob und Anerkennung in der Anfangszeit in geballter Ladung zu erwarten. Später kann man in der Hierarchie noch weiter Positionen erklimmen, zum Beispiel als Hilfspionier oder Pionier, als Dienstamtgehilfe, Ältester oder auch als Kreisaufseher. Selbst wenn man das Gebiet für einen Auslandseinsatz oder als Missionar erweitert, steigt man schlagartig in der sozialen Anerkennung und viele bewegen sich dann gerne im Dunstkreis jener Personen, allein schon deswegen, um neue Informationen zu erhaschen. Einer der höchsten Formen in der sozialen Anerkennung wird allerdings dann erreicht, wenn man regelrecht Karriere bei den Zeugen Jehovas macht. Soll heißen, wenn man ein aktiver Teil eines Bethels wird oder sogar in die Weltzentrale der USA wechselt, immer mit der Aussage, man möchte Jehova noch mehr zurückgeben oder ihm noch besser dienen. Viele von denen mögen das aus einem aufrichtigen Wunsch tun. Aber leider haben wir zahlreiche Typen, und hier passt das Wort Typ wirklich gut, kennengelernt, bei denen wir die aufrichtige Motivation in Frage stellen. Natürlich kann man nicht in das Herz eines anderen Menschen blicken, aber der Schöpfer hat uns ausgestattet mit Denk- und Unterscheidungsvermögen, einer Beobachtungsgabe sowie mit Menschenkenntnis. Viele derer verraten sich durch ihre Art und Weise, wie sie agieren, was sie sagen und vor allem, wie sie es sagen. Die absolute Krönung der sozialen Anerkennung erreicht man dann, wenn man Teil der leitenden Körperschaft wird. Stellt euch nur vor, wenn einer der 8 Männer, die Jehova als einen Kanal berufen haben soll, ein Bethel oder eine Versammlung besucht und dann unmittelbar vor dir steht und du ihm die Hand schütteln kannst, wie bei einem Popstar. Alle Augen wären die ganze Zeit über auf diese Person gerichtet, und später würde man in seinen sozialen Kreisen damit kokettieren, dass man heute einem Mitglied der leitenden Körperschaft, wie Bruder Garrett Lösch, die Hand gegeben hätte, er einen gigantischen Vortrag gehalten hätte, den man noch nie so gehört hat, und dass er doch so demütig sei. Das alles ist eine Form von hypnotischen Verhaltensmustern, die ebenfalls in der Gegenwart eines Promis zu erwarten sind. Aber es ist auch eine Form der sozialen Anerkennung. Hier würde nur noch die kniefällige Huldigung und das Kreischen wie bei Teenagern fehlen, wenn jene zum ersten Mal live vor ihrem Idol stehen. Das meinen wir mit sozialer Anerkennung. Habt ihr es gemerkt? Diese soziale Anerkennung fängt klein an und lässt sich fast endlos steigern, je nach Position und Rang. Menschen lieben Ansehen und Ehre, und bestimmte Positionen verschaffen bestimmten Menschen die Erfüllung ihrer innigen Wünsche. Es streichelt ihr Ego. Wir möchten an dieser Stelle klar zum Ausdruck bringen, dass das nicht die Masse der Zeugen Jehovas ist. Es gibt viele treue, gottesfürchtige Menschen in den Reihen der Zeugen Jehovas. Doch leider ist es wie in der Politik, in der oft genau dieser Typus Mensch in den oberen Funktionen anzufinden ist, den wir hier beschrieben haben. Ähnlich wie bei dem Motiv der Macht, auf das wir gleich noch eingehen werden. Zurück zur Versammlung. Auch dort kann man sich mit guten Antworten, Aufgaben auf der Bühne oder gut vorbereiteten Vorträgen Respekt verschaffen und in der Gunst der Zuhörer wachsen. Das ist grundsätzlich auch in Ordnung und man sollte nichts dagegen einwenden.
solange es aufrichtig ist. Besondere Aufmerksamkeit erhalten Pioniere, wenn es um die Renovierung des Saals geht. Gerade Pioniere können dabei ihre Predigtdienststunden etwas optimieren, denn ihnen wird im Gegensatz zu den normalen Verkündigern erlaubt, eine gewisse Anzahl an Stunden aufzuschreiben, die sie sonst im Predigtdienst erarbeiten müssten. Das Stundenziel bei Pionieren liegt bei monatlich 70 Stunden. Da dieses Ziel nicht immer leicht zu erreichen ist, gerade bei schlechtem Wetter, Krankheit oder Partnerabsprüngen, gestattet die Wachturmgesellschaft jenen vorbildlichen Dienern Gottes, dass sie anstatt im Predigtdienst durch ihre Mitwirkung am Saal Stunden gutgeschrieben bekommen. Es ist zwar nachvollziehbar, dass man sie unterstützen will, aber es ist auch ein ungerechtes System, an dem der normale Verkündiger nicht partizipieren darf. Er kann nur im Predigtdienst Stunden generieren. Sobald er am Saal tätig ist, ist er natürlich gern gesehen, aber Stunden darf er nicht gesondert damit verrechnen, obwohl beide Gruppen zur gleichen Zeit die gleiche Arbeit verrichten, ist es ihm verwehrt. Das ist eine der wunderbaren Ansichten der Wachturmgesellschaft. Es gibt viele Möglichkeiten, sich positiven Beifall von seinen Brüdern und Schwestern zu verdienen, wenn man das Spiel richtig spielt. Die meisten sehen sich nach Lob und Anerkennung, was auch völlig normal ist, wenn man dadurch seine Lebensfreude und sein Selbstwertgefühl nicht in Abhängigkeit von anderen Menschen stellt. Aus dieser Motivation heraus ist es schwer vorstellbar, dass jene Menschen diese Organisation verlassen sollten, selbst wenn klare Beweise vorliegen, denn ihre tägliche Droge ist das Erfüllen ihrer Motivation, die sie bei den Zeugen Jehovas bestätigt bekommen. Man sollte sich daher immer fragen: Was ist meine Motivation? Grund 2. Die Machtposition. Es gibt eine nicht kleine Gruppe von Menschen, denen es sehr wichtig ist, angehört und respektiert zu werden. Diese Menschen sehen sich als Führer und spätere Fürsten gemäß Offenbarung und gehen völlig darin auf, Macht über andere und deren Leben zu haben. Das fängt oft schon in der eigenen Familie an. Gerade wenn jene eine Position im Arbeitsleben begleiten, in der sie das Gefühl haben, unwichtig zu sein oder eher eine unbedeutende Position innehaben, fühlen sich einige von ihnen unvollständig. Zwar wird immer wieder betont, dass ja alles kostenfrei ist, sprich, dass man bei den Zeugen Jehovas kein Einkommen erzielen kann, was auch stimmt und im Gegensatz zu anderen Religionen durchaus unüblich ist. Für einen Menschen könnten allerdings auch andere Motive außer Geld eine wichtige Rolle spielen, wie beispielsweise Macht. Ein gefügiger Mann kann in den Reihen der Zeugen Jehovas durchaus aufsteigen und eine Position erreichen, in der man von einer Gruppe Menschen Respekt und Achtung bekommt, jene auf einen hören sollen und man etwas zu sagen hat. Man ist eben wichtig. In den bereits beschriebenen Führungspositionen, wie den eines Ältesten, kann man direkte Macht über Menschen ausüben, welche Gehorsam leisten müssen, um nicht innerhalb desselben Systems bestraft zu werden. Einige in diesen Machtpositionen mögen edle Motive haben und überzeugt sein, Gottes Wille zu tun, aber sicherlich gilt das nicht für jeden, um es mal vorsichtig auszudrücken. Nicht wenig Menschen sind dadurch motiviert, dass sie eine dominante Führungsrolle in der Versammlung einnehmen können. Wenn jene Personen nun doch irgendwann an den Lehren der Wachturmgesellschaft zweifeln sollten oder nach einer Prüfung merken, dass sie auf dem falschen Weg sind, ist die Hemmung für viele dennoch zu groß, dem neu gewonnenen Verständnis Raum zu geben. Man würde ja seine Machtposition unweigerlich verlieren. Ich kenne Personen, die aus Angst, ihre Position zu verlieren, lieber das Spiel mitspielen, nach außen den Hirten geben, andere belehren, aber innerlich keine Überzeugung mehr haben. Hier auf unserem Kanal verfolgen wir unter anderem das Ziel der Aufklärung, und dazu gehört auch, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Wir wollen institutionellen Glaubensgemeinschaften oder Religionen die Maske runterreißen und zeigen, wer sie in Wahrheit sind. Deswegen werden hier noch eine Menge an Erfahrungsberichten folgen, die besonders dem Thema Macht und Machtmissbrauch gewidmet sind. Grund 3. Den eigenen Irrtum bekennen. Wer kennt nicht folgende Situation?
Du und dein Freund werden sich nicht einig über ein bestimmtes Thema. Ihr diskutiert jetzt schon seit Stunden und ihr entscheidet euch letztendlich im Internet zu recherchieren. Es kommt nach einer kurzen Google-Suche heraus, dass dein Freund falsch lag. Zuvor hatte er seine Auffassung vehement verteidigt und jetzt stellt sich plötzlich heraus, dass er falsch lag. Wie viele Menschen kennst du, die ihren Fehler einfach so zugeben und sich dann sogar noch entschuldigen würden? Wie viele würden versuchen, sich rauszureden, Gesagtes zu relativieren oder gar das Thema zu wechseln? Es ist nicht leicht, sich einen Fehler einzugestehen oder die Schmach zu ertragen, dass man sich geirrt hat, obwohl genau das ein Zeichen von Stärke wäre. Jetzt stell dir doch bitte einmal vor, wenn du viele Jahre für die Lehrauffassungen der Zeugen Jehovas Partei ergriffen hättest, wenn du viele, sogar Freunde oder Teile der Familie verloren hast, ganz zu schweigen von den vielen Menschen, denen du gepredigt hast, die dich alle als einen Zeuge Jehovas eindeutig identifizieren würden, wenn du jetzt zu dem Entschluss kämst, dass alles nur eine Täuschung war. Es gibt einige Zeugen Jehovas, die schon seit 50, 60 Jahren oder noch länger in den Reihen der Zeugen Jehovas sind. Gerade jene mit der längsten Lebenserfahrung wissen oft ganz genau, dass bei den Zeugen Jehovas etwas nicht stimmt, ja sogar Zweifel hegen, die aber, sobald jener aufkommt, rasch weggedrückt werden. Doch selbst wenn sie jetzt forschen würden und herausfänden, dass sie mit der Wachtum-Gesellschaft falsch lagen, sind sie einfach nicht bereit zuzugeben, dass sie falsch liegen. Der Grund: Sie haben einfach zu viel investiert, zu viel geopfert und auf zu viel verzichtet. Seien es Karriere, Freunde oder Familie. Sie haben ihr ganzes Leben in diese Organisation gesteckt, in die vermeintliche Wahrheit. Einige, die an diesem Punkt stehen, merken erst jetzt, wo sie alt geworden sind, wie es bei den Zeugen Jehovas wirklich abläuft. Sie merken es an der Art, wie man sie behandelt, dass sie beispielsweise sehr selten oder gar nicht mehr besucht werden, oder indem man ihnen nicht mehr zuhört, nur dann, wenn sie es schaffen, aus eigener Kraft in die Versammlung zu kommen. Jetzt merken sie, dass vieles bei der Wachtum-Gesellschaft reine Lippenbekenntnisse sind, denn der Fokus liegt wie immer auf dem Predigtdienst, der das Denken der Zeugen Jehovas bestimmt und sie auf eine gewisse Art auf dem Abstellgleis gelandet sind. Sie spüren zwar, dass etwas nicht stimmt und auch nicht mit der Bibel in Einklang zu bringen ist, aber auf der anderen Seite können und wollen sie sich nicht eingestehen, dass die Wachtum-Gesellschaft sie in Wirklichkeit betrogen hat. Sie sagen Sätze wie: Das kann doch jetzt nicht alles umsonst gewesen sein. Es stimmt, vieles ist im Argen, aber ich bin jetzt schon so lange diesen Marathon gelaufen und werde daher den Rest bis zu meinem Tod auch noch erdulden. Das ganze Leben ein Kampf. Vielen fehlt auch eine echte Perspektive außerhalb der Zeugen Jehovas. Ihr ganzes Leben hat immer nur innerhalb dieser Organisation stattgefunden. Der wohl kernigste Gedanke ist, dass man sich selbst eingestehen müsste, falsch gelegen zu haben. Sie ähneln daher dem Freund, der in unserem Beispiel fest glaubte, dass er richtig liegt, aber am Ende dennoch falsch lag. Das waren die 3 ego-orientierten Gründe, warum es manche nicht schaffen, die Wachtum-Gesellschaft zu verlassen. Während man sich mit den Gründen aus den anderen Videos vielleicht leichter identifizieren kann, fällt es bei diesen 3 Gründen sicherlich schwerer, sich selbst einzugestehen, dass man falsch liegen könnte. All diese Gründe, warum man die Wachtum-Gesellschaft nicht verlassen kann, sind bei näherer Betrachtung rein menschliche Motive, die nicht immer etwas damit zu tun haben, dass man in der Wahrheit ist und felsenfest davon überzeugt ist, sondern sie zeigen uns die dunkle Seite der Wachtum-Gesellschaft, warum viele Menschen nicht austreten können oder wollen. Wir hoffen, euch hiermit einen guten Einblick in die Gedankenwelt einiger Zeugen Jehovas gegeben zu haben. Was denkt ihr darüber? Erkennt ihr euch oder andere wieder? Falls ihr noch bei den Zeugen Jehovas seid, was würde euch helfen, eine endgültige und sichere Entscheidung zu treffen? Schreibt es uns in die Kommentare. In diesem Sinne wünschen wir euch alles Liebe. Hat dir dieses Video gefallen? Dann gib uns doch einen Daumen hoch und lass uns einen Kommentar zurück. Wenn du in Zukunft nichts mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach unseren Kanal und drücke auf die Glocke.
Bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde und Geschwister im Glauben.